Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Mein Intro-Tierchen, vielleicht auf den ersten Blick ganz normaler grüner Leguan, ist es in dem Fall nicht. Das ist zwar Iguana, allerdings von den Saba Islands. Das ist eine Insel auf den Antillen. Da kommt diese Population vor, nennt sich Saba Black. Die werden als adulte Tiere werden die fast schwarz. Also ein grüner Leguan, der fast schwarz ist interessant. Also auf den ganzen Antilleninseln gibt es ja verschiedene Populationen. Alles die gleiche Art wohl, Iguana, aber definitiv verschiedene Unterarten bzw. Verbreitungsvarianten. Da gibt es noch gar keine richtige Bestimmung oder sowas. Ne? Ich glaube, erst die letzten Jahre haben manche Terrarianer angefangen, das zu unterscheiden von den einzelnen Inseln. Ne? Also wir hatten schon diverse von den Grenadine Islands oder von diversen Antilleninseln hatten wir schon Tiere da. Und im Moment haben wir diese Saba Blacks. Das ist so eigentlich sogar fast eins der coolsten, würde ich sagen, weil sie, wie gesagt, als Jungtier, man sieht hier schon ein wenig so die schwarze Zeichnung, haben noch ein bisschen Blau drin. Ich glaube, im Laufe des Wachstums wird es absolut spannend, wie der seine Farbe und seine Zeichnung verändert. Hier jetzt ein klassischer grüner Iguana, wie man es in der Terraristik meistens kennt. Das ist Iguana rhinolopha. Ne? Rhinolopha ist der, wo die 2, 3 Hörnchen vorne auf der Schnauze hat, beziehungsweise das haben noch viele andere Populationen. Den Saba Black, den wir gerade gesehen haben, die haben auch die kleinen Hörnchen drauf. Der Iguana rhinolopha ist der, wo am meisten oder fast ausschließlich gezüchtet wird, ne, den man in der Terraristik seit vielen Jahrzehnten hat. Die Tiere werden vor allem in Mittelamerika, El Salvador ist so das Zentrum der Iguana-Zucht. Da werden die auf Farmen gezüchtet jedes Jahr. Es wird in die 100.000 gehen, was da gezüchtet wird. Früher, man muss dazu wissen, die Mittelamerikaner kennen sich mit der Iguana-Zucht aus. Früher hat man die auch gezüchtet, um zu essen, also einerseits gejagt, um zu essen. Dann irgendwann hat man angefangen, die zu züchten als Fleischlieferant. Ne? Dort ist deswegen so der Feldhase in Mittelamerika, ne? Der diese Nische besetzt und auch von der Ernährung her diese Nische besetzt. Also das in Anführungsstrich das einfache Volk in Mittelamerika hat die Iguanas schon immer gegessen. Ist vom Geschmack her gar nicht einmal so schlecht. Verzeiht mir, wenn ich auch schon das gegessen habe, aber wie gesagt, das sind gezüchtete Tiere. Von dem her finde ich da moralisch, fand ich das okay, als ich das probiert hatte. Damit wären wir auch beim Verbreitungsgebiet des grünen Leguans. Die haben ein sehr großes Verbreitungsgebiet. Es fängt im Prinzip, man kann fast sagen, ab der Grenze von Nordamerika zu Mexiko fängt es ungefähr an, beziehungsweise ein Stück nach Mexiko rein. Ab da findet man grüne Leguane über den ganzen mittelamerikanischen Kontinent. Wie gesagt, da kommt dann Costa Rica, wo es auch relativ viele gibt, wo man auch oft welche sehen kann. El Salvador, Honduras, Panama, bis nach Südamerika, Kolumbien. Kolumbien gibt es auch übrigens einige Farmen davon. Und in Südamerika kommt er in sämtlichen tropischen, subtropischen Bereichen kommt er vor. Sprich bis runter Ecuador, Bolivien, Brasilien natürlich. Beheimatet dieses riesen Verbreitungsgebiet. Da kann man die grünen Leguane sehen. Es ist ein tropisches Tier, er braucht die Sonne, er braucht die Wärme, er braucht milde Winter. Ne? Klar, im Winter wird es in speziell einige Gebiete, Mexiko bzw. Süden von Südamerika, wo sie vorkommen, kann es im Winter auch deutlich kühler werden. Da machen die so eine Art Winterruhe. Aber der grüne Leguan liebt natürlich die Sonne. Er sitzt tagsüber in der Sonne und ich würde fast mal sagen, genießt das Leben sozusagen. Also man kann große Tiere, große Männchen kann man beobachten, wie sie auf irgendwelchen Bäumen, auf dicken Ästen am Tag in der Sonne liegen und da ein wenig chillen oder verdauen oder was auch immer. Das ist so das klassische Leguan-Biotop. Ne? Das sind so Waldränder, vielleicht offene Wiesen mit Bäumen drauf oder so Buschgruppen oder sowas. Das ist klassisches Leguan-Biotop. Entsprechend die Luftfeuchtigkeit
doch eher hoch. Ne? Das sind keine sandigen Gebiete natürlich, sondern sind schon eher warm, feuchte Gebiete. Da ist der grüne Leguan zu Hause und fühlt sich wohl. Dann kommen wir zu der Größe von den grünen Leguanen. Ich muss den hier erstmal, wir haben hier so ein riesen, ich weiß nicht wie viel Kubikmeter großes Terrarium für die grünen Leguanen. Da musste ich den gerade rausfangen. Also wenn ich etwas verschwitzt oder außer Atem bin, liegt es daran, den rauszufangen. Was ich euch zeigen will, ist die Größe der Tiere. Das ist hier ein ein adultes Männchen, aber kein Riesenbrocken. Ne? Also der hat jetzt Körperlänge geschätzt 30 cm und dann mindestens nochmal 60, 70 cm Schwanz. Ne? Also Gesamtlänge hat er ungefähr 1 Meter. Das ist adult, aber bei weitem noch nicht ausgewachsen. Ne? Also so Rekordtiere gibt es mit 1,60 Meter, 1,70 Meter. Wie gesagt, der Schwanz ist 3/4 vom Körper. Ne? Ihr müsst rechnen, also ein Tier mit 1,70 Meter, der hat vielleicht einen Körper von 40 bis 50 Zentimeter und dann nochmal 1,20 Meter, 1,30 Meter Schwanz dran. Ne? Das sind dann so die Rekordmaße. Weibchen adult werden ungefähr diese Größe, vielleicht noch klein wenig wuchtiger insgesamt. Ne? Aber das ist so die, würde ich mal sagen, typische Weibchengröße. Das hier ist ein Männchen. Übrigens ein roter, ne? Kommen wir nachher noch drauf auf die Farben. Das ist ein roter Iguana. Das ist im Moment der größte, den ich da habe. Deswegen wollte ich euch den zeigen, damit ihr einfach mal eine Größenvorstellung habt. Und wie gesagt, als Männchen geht es noch ein Stückchen weiter. Dann kommen wir zur Terrarienhaltung von den grünen Leguanen. Also gleich vorneweg, das werden Riesenviecher. Wie gesagt, ihr habt hier einen 3/4-Wüchsigen gesehen, die werden noch viel größer und ihr müsst euch bewusst sein, ihr braucht massig Platz. Ne? Wenn ihr die daheim im Terrarium halten wollt, früher oder später braucht ihr ein Terrarium mit, ich würde mal sagen, 3 Meter mal mindestens 1 Meter Tiefe und Raumhöhe. Ne? Diesen Platz müsst ihr zur Verfügung stellen, beziehungsweise unser deutscher Staat hat da natürlich Haltungsrichtlinien, 4 mal 3 mal 5 Kopf-Rumpflänge. Ne? Also das Tier, was wir jetzt gesehen haben, der hatte, was habe ich vorher gesagt? Habe ich 30, 40 Zentimeter gesagt? Gehen wir mal davon aus, der hatte 40 Zentimeter Körperlänge. Das wäre 1,60 Meter mal 1,20 Meter mal 2 Meter Höhe. Ne? Das ist schon ein ordentlicher Kasten, wobei ich das schon fast für Minimum halte. Also den Platz sollte man dem Tier wirklich mindestens geben, eher mehr. Und wenn ein großes Tier mit, ja, wie gesagt, dann 50, 60 Zentimeter Körperlänge, man kann die ganze Formel auch umdrehen, 5 mal 3 mal 4, also eins von beidem. Ne? Also wenn der 60 Zentimeter hat, 5 mal 60 Zentimeter, da wären wir bei 3 Meter Terrariumlänge. Ja, da kommen wir in die Richtung, wie ich gerade gesagt habe. Ne? Und das müsst ihr euch bewusst sein. So toll die grünen Leguane sind, die werden auch völlig zahm, wenn man die hat, aber sie werden halt riesengroß, also Riesenterrarium. Vom Klima her, wie bei jedem Terrarientier, das Klima ist das A und O. Die brauchen sehr warm, die brauchen sehr hell, also eine hohe Lichtintensität, die brauchen viel UV-Licht und eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit macht ihr, indem ihr sprüht, die Deko-Gegenstände da drin regelmäßig, also was heißt regelmäßig, 2-3 Mal am Tag sprühen, damit die Luftfeuchtigkeit hoch bleibt. Oder ihr macht eine Regenanlage rein, sicherlich auch eine gute Sache für so ein Terrarium, dass ihr so eine Sprühanlage reinbaut. Das ist noch relativ einfach überschaubar. Das noch wichtigere Aspekt ist das Licht und die Wärme. Ich würde euch empfehlen, die ganze Wärme, die ihr braucht, auch übers Licht zu machen, weil ihr braucht diese Lichtintensität. Wie gesagt, in der Natur sitzen die den ganzen Tag in der prallen Sonne und also die Sonne im Terrarium nachzuahmen, da muss man volle Pulle Energie reinhängen und da würde ich euch empfehlen, also ihr könnt es entweder über so Mischlichtlampen machen, hier die Supersun ist eine tolle Lampe, Mischlichtlampe heißt, ihr braucht kein Vorschaltgerät, einfach in die Fassung rein. In dem Fall habe ich jetzt eine 160 Watt hingestellt, also eine 160 Watt reicht vielleicht für ein Terrarium, 1,50 Meter
Meter 50 mal 60 mal Meter ungefähr. Ne? Also für die Jungtieraufzucht so eine 160 Watt. Umso größer das Terrarium wird, umso mehr von diesen Lampen müsst ihr reinmachen. Ne? Oder hier als alternatives Beispiel diese HID-Lampen. Ne? HID ist im Moment von der Technik das Allerbeste eigentlich für die Terroristik. Habe ich jetzt einfach symbolisch mal eine 100 Watt hingestellt. 100 Watt Jungtieraufzucht, vielleicht so Meter 20 Terrarium, kommt so eine 100 Watt Lampe zum Einsatz. Und wie gesagt, wenn ihr so ein ganz großes Terrarium habt, dann endet ihr am Schluss irgendwann mit 4, 5, 6 so Lampen in dem Terrarium drin, damit ihr die Helligkeit erreicht, die UV-Strahlung erreicht und auch die Wärme erreicht. Ne? Alternativ, um das vielleicht, also der Spotstrahler, der tut es ja gleich wenig ungleichmäßig ausleuchten. Da könnt ihr noch mit so Neonröhren zum Beispiel, könnt ihr oben rein über die gesamte Länge vom Terrarium, also sprich das hier jetzt für ein kurzes Terrarium, habt ihr ein längeres Terrarium, die Röhren gibt es ja bis 1,20 Meter, könnt ihr oben noch 2, 3 Röhren reinmachen, um das Terrarium insgesamt noch besser auszuleuchten. Hier dieses Super Sun D3 hat auch einen tollen UV-Anteil. Reicht bei weitem nicht aus natürlich, also ihr müsst trotzdem mit diesen Mischlichtlampen arbeiten, aber ihr könnt eine Grundhelligkeit, die trotzdem ein bisschen UV abgibt, könnt ihr mit so Röhren bewerkstelligen. Ansonsten braucht ihr natürlich viel Klettermöglichkeit in den Terrarien, ist ja ganz klar, das sind reine Baumbewohner. Da eignen sich diese entweder die Korkröhren, ne, dicke, stabile Korkröhren, oder noch besser die Korktronchos, ne, das sind ja die Korkäste, wo auch der Stamm drin ist. Die eignen sich, macht da viele horizontale Ablageflächen rein. Da liegen die Tiere drauf. Ihr könnt auch ein paar vertikale reinmachen zum Klettern natürlich, aber die Einrichtung ist natürlich das A und O. Die Tiere wollen klettern, wollen verschieden hohe Zonen haben von den Lampen, also Sonnenplätze, die ganz nah an der Lampe sind, dann Plätze, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind. Das müsst ihr schon stark strukturieren, das Terrarium. Die Wände würde ich zum Beispiel mit den Presskork oder mit Zierkorkplatten verkleiden. Ne? Dann können die Tiere auch in den Wänden hochklettern und dann habt ihr ein super Iguana-Terrarium. Dann kommen wir zum Handling von den Tieren, was sicherlich eine wichtige Sache ist. Holt euch so Handschuhe, gibt es für knappe 10 Euro, bei der Leguan-Haltung definitiv wichtig. Zum einen, ihr müsst die Tiere erstmal brav und zahm bekommen. Da sind die Handschuhe auch unabdingbar. Und selbst wenn die Tiere relativ brav sind, die haben wahnsinnig scharfe Krallen, weil in der Natur, die klettern die Bäume vertikal hoch und dadurch haben die brutal scharfe Krallen. Und selbst wenn die sich an euch festhalten, das tut unheimlich weh. Ne? Also um Handschuhe kommt er nicht drum rum. Als Jungtier sind die Tiere noch ein bisschen scheu. Sie werden relativ gut zahm. Man kann es über das Futter probieren oder, also zumindest ist meine Methode, es gibt andere Leute, die sagen, nee, soll man nicht, aber ich denke, man muss es ein bisschen mit sanfter Gewalt machen, indem man die Tiere mit dem Handschuh hantiert, so wie ich jetzt das Tier meinetwegen auch in der Hand habe. Vielleicht eine Hand mit Handschuh, die andere ohne und die Tiere doch regelmäßig hantieren und dann werden die relativ schnell zahm. Ne? Also nur über Futter oder nur mit vorsichtig hingehen ist wirklich ganz schwierig. Es soll Leute geben, die das auch können, bewundere ich. Dürft gern eure Meinung dazu sagen, beziehungsweise der eine oder andere wird wieder sagen, um Gottes Willen, das arme Tier, wieso muss man das überhaupt rausnehmen? Ist die Frage, muss man nicht. Praktisch ist natürlich schon, wenn der grüne Leguan, der immer größer wird, auch einigermaßen zahm ist. Ne? Hier in dem Fall, ich habe den bewusst hier genommen, dieses Tier, der hat mal seinen Schwanz verloren. Das ist was bei grünen Leguanen passieren kann. Zum einen, ihr dürft das Tier nicht irgendwie am Schwanz halten, wenn er abhauen probiert. Die können den Schwanz abwerfen. Das geht nicht allzu schnell, nicht allzu leicht. Aber wenn ihr den am Schwanz festhaltet und der sich 2-, 3-mal schüttelt, dann wird es wahrscheinlich passieren und ihr habt den Schwanz in der Hand. Also da definitiv aufpassen. Die gute Nachricht dazu, das wächst alles nach. Man sieht, hier fängt er schon langsam an mit Regenerieren. Am Anfang ist
ist das so schwarz, sehr dunkel, das Gewebe, was man da sieht. Und am Anfang, also auch wenn er nachwächst, sieht es erst so dunkel aus, hat auch keine so Beschuppung wirklich wie die Haut hier. Und mit der Zeit kommt dann die Beschuppung und irgendwann mit der Zeit kommt sogar die Farbe wieder. Ne? Also dieses Tier, ich würde mal sagen, so in einem Jahr, 1,5 Jahren, hat der wieder einen schönen, kompletten Schwanz. Ne? Also selbst wenn der Schwanz mal abfällt, dem Tier selber, wie gesagt, das ist ein Abwehrmechanismus, dem Tier selber. Ich glaube, der hat da keine sonderlichen Schmerzen durch das Abwerfen von dem Schwanz. Und, aber natürlich nichts, was man provoziert oder was man sollte es versuchen zu vermeiden. Ne? Noch ein Punkt zur Haltung generell, oder die Frage stellt sich für die meisten wahrscheinlich, halte ich die Tiere allein, halte ich die in Gruppen, halte ich sie zu zweit? In der Natur trifft man die grünen Leguane oft allein an, vor allem die Männchen. Die dulden also sowieso kein anderes Männchen in der Nähe. Die Weibchen, weiß ich nicht, ob sie dulden, in der Paarungszeit sicherlich, aber außerhalb der Paarungszeit, glaube ich, vertreiben die Männchen vielleicht sogar die Weibchen, weil sie einfach Futterrivalen, Futterkonkurrenten sind. Also man kann sie in der Terroristik definitiv einzeln halten, Männchen, Weibchen allein, glaube ich, absolut okay. Das Tier wird keine Einsamkeit leiden. Man kann sie als Pärchen halten. Man kann auch 2 Weibchen zusammenhalten. Was absolut oder was definitiv nicht geht, sind 2 Männer zusammen. Das sind Rivalen in der Natur, nicht nur ums Futter, sondern auch um die Vorherrschaft, um die Weibchen. Deswegen. Das Schwierige ist natürlich, wenn ihr Jungtiere kauft, ab einer bestimmten Größe, also ab dieser Größe, lassen sich die Geschlechter ganz gut bestimmen. Bei kleineren Tieren kann man über die Geschlechter noch nichts aussagen. Deswegen, wenn ihr euch zum Beispiel 2 Babys oder ganz kleine Iguanas kauft, dann ist natürlich eines Tages das Erwachen, was entwickelt sich. Und ich würde sagen, so nach circa 1,5, 2 Jahren, wenn es wirklich 2 Männchen sind, dann müsst ihr die leider zwangsläufig trennen. Kommen wir zur Ernährung der Tiere. Die gute Nachricht, die praktische Nachricht, die grünen Leguane sind überwiegend vegetarisch, also man kann die mehr oder weniger ausschließlich vegetarisch ernähren. Im Sommer draußen Löwenzahn, Spitzwegerich, Klee vielleicht, also diverse Futterpflanzen, die man hier bei uns in der Natur so findet. Im Winter muss man in der Regel auf irgendwelche gekauften Salate zurückgreifen, Kopfsalat, Endive, Lollo, möglichst faserreichen Salat verwenden, also den Kopfsalat, den ich ganz am Anfang genannt habe, der wäre am wenigsten gut. Was ich schon gemerkt habe, manche Tiere, gerade Jungtiere, haben wegen eine Vorliebe. Ich glaube, wenn ein Jungtier, bis die gut ans Fressen gehen, kann man denen auch wegen ihre Vorliebe füttern. In der Ernährung wichtig, es sind im Prinzip Salat- und Blätterfresser. In der Natur ist es so, dass es Blätter immer zur Verfügung stehen, Früchte relativ wenig. Ne? Also selbst in den tropischen Ländern, klar, da sind einmal im Jahr sind die Mangos reif oder die Papayas oder was weiß ich, was da wächst. Aber da ist auch nur einmal im Jahr im Prinzip der Fall. Da werden die Tiere sicherlich davon fressen, aber nicht das ganze Jahr. Das heißt, für euch in der Terroristik ist genau gleich. Haltet euch mit Obst zurück. Obst hat scheinbar einen relativ hohen Phosphor-zu-Calcium-Verhältnis, was für die Tiere recht ungesund ist. Deswegen beschränkt euch möglichst weitgehend auf irgendwelche Blätter, sprich Salate, Löwenzahn, derartiges. Ja. Kleiner Tipp noch, wenn ihr ein frisches Jungtier habt, ich hatte es gerade schon erwähnt, manchmal am Anfang muss man die ans Futter kriegen. Die sind, ich glaube, ein bisschen sensibel auch nach dem Umsetzen, machen die erstmal einige Tage Fresspause, wenn man die neu hat im neuen Terrarium. Wenn ihr sowas habt, dann könnt ihr sie auch ein bisschen probieren mit Obst zu locken. Ne? Blaubeeren funktioniert manchmal ganz super, Brombeeren funktioniert ganz super oder eben diverse Salatarten. Also als Ausnahme, um den Tieren richtig einen guten Start zu geben, könnt ihr auch das mit dem Obst probieren.
und dann beschränkt euch auf die Salate. Was man auch ein bisschen dazu füttern kann, sind irgendwelche Insekten, gehen sie ran, Heimchen, Grillen oder Heuschrecken in dem Fall. Gerade bei Jungtieren kann man das geben. Die Proteine sind sicherlich gesund für die Tiere. Das ist sicher eine Möglichkeit. Oder ihr gebt die klassischen Iguana-Pellets, habe ich jetzt hier vergessen auf den Tisch zu stellen, kann man auch 1-2 Mal die Woche füttern. Da gibt es Junior, Senior, das sind die Leguan-Pellets, vermischt man mit Wasser oder auch mit kleinem Salat und dann fressen die Pellets. Diese Pellets sind der Ersatz für die Insekten. Aber mit den tierischen Eiweißen wirklich sparsam sein, 1-2 Mal die Woche ist okay, aber öfters nicht, weil das tierische Eiweiß denen einfach nicht so gut tut. Ja. Dann ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr füttert, ihr müsst immer Mineralien dazugeben, ein Multimineralpräparat, also entweder hier das Complete, Herpetal Complete mit Mineral, dieses Mischen, 2:1 im Verhältnis mischen, 2 Teile Complete, 1 Teil Mineral, immer über den Salat drüber streuen. Oder hier relativ neu das Nutroball, ist ein relativ junges Produkt, im Moment gerade ein bisschen der Insider-Tipp, was die Vitaminisierung von Tieren betrifft. Das Alternativ, wie gesagt, wirklich jeden Tag über das Futter, über den Salat drüber streuen oder wenn ihr Insekten füttert, die Insekten damit einstäuben und dann habt ihr euren Iguana perfekt ernährt. Zu guter Letzt kommen wir noch zur Zucht und auch zu den Farben. Also bei den Leguanen gibt es mittlerweile auch Farbvarianten, die selbst auf den Farmen so gezüchtet werden. Ihr habt das letzte Tier, den mit dem kopierten Schwanz, das war ein blauer, da sagt man, ich glaube Electric Blue oder Blue Diamond heißen diese blauen, hat sich auf den Farmen in El Salvador, hat man das auch durch selektive Zucht rausgezüchtet. Also man muss sagen, tendenziell neigen die Leguane in El Salvador zu der bläulichen Färbung und so hat man das weiterentwickelt. Was es auch gibt, sind die roten, also das adulte Tier, was ihr vorher gesehen habt, und das Jungtier hier, das sind diese roten, Red sagt man, oder Marlboro Red oder so, oder fancy Ausdrücke gibt es da dafür. Hier ebenfalls, also mir persönlich gefallen die roten auch unheimlich gut. An der Bauchseite sieht man oft nur das Grün, das Iguana-Grün, ne, hier am Bauch, nicht lieb sein. Da kommt das Grün ein bisschen durch, aber der Rest ist so rot-orange und das hält sich auch das Leben lang. Also gefällt mir persönlich auch recht gut. Ne? Der ist jetzt hier gleich wegen der Häutung. Aber wirklich eine tolle, schöne Farbe. Dann gibt es natürlich den klassischen Albino. Da können wir euch ein Foto dazu einblenden. Ich habe gerade keinen da, um ihn original zu zeigen. Aber da seht ihr ein Foto davon. Gibt es auch schon mittlerweile mindestens 20 Jahre. Wobei die nach wie vor, die Albinos im Preis relativ hoch sind. Ne? Komischerweise, beziehungsweise klar, der grüne Leguan durch die Größe lässt sich einfach nicht so leicht züchten. Und dadurch ist der Preis von den Iguanas nach wie vor sehr hoch. Dann kämen wir auch zum Thema Zucht. Vor der Zucht steht die Geschlechtsbestimmung. Was ich manchmal höre bei Geschlechtsbestimmung, ist, dass es heißt, nach dem Kamm richten oder nach dem Kehllappen richten. Also nach dem Kehllappen ist völliger Quatsch. Männchen, Weibchen am Kehllappen kann man definitiv keinen Unterschied erkennen. Am Kamm, klar, Männer haben tendenziell einen höheren Kamm, aber das ist keine sichere Methode. Auch die Weibchen, also es könnte hier genauso gut von oben her ein Weibchen sein. Von dem her, das ist auch kein sicheres Indiz. Was gut und sicher ist, dass man nach den Hemipenistaschen schaut. Wenn ihr jetzt hier guckt, ich habe jetzt hier ein Männchen rausgesucht. Hier sieht man ganz deutlich rechts und links die Verdickung an der Schwanzwurzel. Also ungefähr ab dieser Größe oder schon ein bisschen kleiner kann man das bei den Männchen, also ich sage mal mit geschultem Auge zumindest, kann man das erkennen, ob hier Penisse drin sind. Bei einem Weibchen ist das Ganze viel runder. Ne? Also die haben ja 2 Penisse, wie die meisten Reptilien, ne? Die da so rechts und links runterlaufen, also Kloake, Schwanz abwärts. Beim Weibchen ist das Ganze rund, wie jetzt zum Beispiel hier hinten am Schwanz, so rund. Ne? So kann man das ein wenig vergleichen. Das werdet ihr als Laie ist schwierig, oder wenn ihr ein einzelnes Tier habt, ohne Vergleich ist auch ein bisschen schwierig. Also ihr braucht irgendeinen Insider oder Profi, der das bei eurem Tier schaut. Ne?
dann, wie gesagt, ab der Größe kann man es ganz gut erkennen. Wenn ihr die züchten wollt, braucht ihr natürlich ein Pärchen, ganz logisch. Die Stimulation erfolgt durch eine leichte Absenkung im Winter. Im Winter wird es im Verbreitungsgebiet kühler. Im Frühjahr fangen die das Paaren an und legen Eier ab. Noch eine schwierige Sache bei den Iguanas ist, die Weibchen, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr züchtet. Also in der Natur graben die relativ lange Gänge, in denen sie die Eier ablegen. Auf den Farmen machen die sowas wie so Bruthügel und dann graben die sich in diesen Hügel rein. Das müsst ihr im Terrarium auch vergleichbar anbieten. Oder ich kenne Terrarianer, die aus Holz so Gänge anbieten, dass die sich wirklich in diese Gänge erstmal verstecken, vergraben können und aus dem Gang raus vielleicht noch ein Stück ins Erdreich graben können. Dann klappt es mit der Eiablage. Wenn ihr nicht genügend Bodengrund drin habt, findet das Weibchen keinen guten Ablageort, bekommt eine Legenot und kann euch sterben oder eingehen. Da müsst ihr definitiv aufpassen. Das ist bei den grünen Leguanen gar nicht so leicht, dass die Weibchen einen guten Platz zum Ablegen finden. Zum Schluss wie immer der Verweis auf gute Literatur. Der Dr. Gunther Köhler hat Tiermedizin studiert, war lange Zeit, er ist vielleicht nach wie vor der grüne Leguan-Papst in Deutschland. Er hat sich aus der Terroristik ein wenig zurückgezogen, ist mehr wissenschaftlich tätig, aber nach wie vor seine Literatur, einmal Softcover, einmal Hardcover. Das Hardcover ist noch ein klein wenig umfangreicher, wirklich Top-Bücher. Wenn ihr mit Leguanen, wenn ihr den Platz habt und mit Leguanen beginnen wollt, dann holt euch eins von Gunther Köhler seinen Büchern, dann habt ihr zumindest mal ein fundiertes Grundwissen, kann ich euch absolut empfehlen. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.